Gut, hier runter und dann erstmal voll falsch laufen. Hier hoch. So rum ist richtig. Und dann reden wir mal mit Metzip. Ne, Megrip. Ne, ich habe echt den Namen vergessen. Das ist schon echt schwach. Muss man ja mal wirklich sagen, das ist schwach. Aber Maotelus, wir müssen Maotelus besiegen. Auffinden erstmal. Wir müssen ihn erstmal auffinden. Wenn wir ihn noch nicht gefunden haben, können wir ihn auch noch nicht besiegen. Ist da echt kein Speicherpunkt in der Nähe? Oder haben wir den nur übersehen? Dass wir den noch nicht angetriggert haben? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da kein Speicherpunkt ist. Sieht aber wirklich danach aus. Das ist ja unfassbar. Das ist ja eine Schweinerei. Hier ist kein Speicherpunkt, ne? Hier hinten eigentlich wie? Hier hinten muss sie doch irgendwas verstecken. Ich frage mich, wenn wir jetzt die Hasen und die ganzen, wo Dessel geredet hat, hätten wir da damals diesen Aktionspunkt nicht ausgelöst und würden da jetzt hingehen, würde soweit dasselbe sagen wie Dessel? Das würde mich mal echt interessieren. Ne, hier ist absolut kein Speicherpunkt. Das würde mich mal wirklich interessieren. Sagt er denn genau dasselbe wie Dessel? Also, dass er sich da die Hasen vertreiben oder sich da mit diesen ganzen Tieren auskennt und so? Das würde mich wirklich interessieren. Mann. Mayvin! Old man! Hey there, Saray. Young lady. You look well. Glad we found you. Have you learned anything about Maotelus? Right down to brass tacks, I see. Nothing much, I'm afraid. Listen, Mayvin. I do understand this infringes on the taboo. But Saray is the only shepherd we have right now. Please, I ask you to lend him your power so that he may walk his path without regrets. Mayvin, you can really hear them? Huh? What are you talking about? Storyteller, we need you. I see. So this man is the current storyteller of time. Storyteller? You must really be in a bind this time, huh? I won't say we aren't. I shall lend you my power. But you do know what that means, don't you? Yes. You're a scary one, lass. Well, I'm lost. Seriously, Lailah, Mayvin, can someone please explain what's going on? Now, hang on a minute. Do you understand how momentous of a decision you're presenting me with here? Wait a minute. Is this the taboo Lailah mentioned earlier? That's correct. But as an explorer, I'll give you a bit of advice. If it doesn't all add up, the sensible conclusion is that you're missing a piece somewhere. Also, relics are not only to be found in ruins. Remember that. Are you talking about the Earthen Historia? It's true, we only got bits and chunks out of those. What is it you know? For now, just search and trust your hunches. Everything else starts from there. You never could give a straight answer. I'll be sticking around here. Come back once you're satisfied in your search. Got it. We'll be back. Thanks a lot, old man. Alles klar. Also der Mayvin, vielleicht habe ich mir jetzt den Namen gemerkt. Der Mayvin ist also auch irgend so ein, ja, irgendeine super wichtige Person in der ganzen Geschichte dieser Geschichte hier. Und hier sind schon wieder so viele neue. Da hinten ist ein lilaner Stern, der sagt, dass wir da hinten einen Irisstein kriegen. Und hier ist noch ein Nebenquestchen. Zumindest ein Gespräch. Hast du von der Frau gehört, die sie die Heilige nennen? Die in den Häftlingstauschsumpf südlich von Zargotmoor ging, um ein Dorf zu gründen? Sie muss wohl wirklich eine Heilige sein, wenn sie den ganzen langen Weg ins Nirgendwo auf sich genommen hat. Oder sie ist etwas anderes. A holy woman, huh? Terrifying. Terrifying? Why? A chaste young shepherd boy wouldn't understand, would he? I guess not. Ach ja. Okay, aber wir machen natürlich erstmal hier. Vielleicht
Agil, find anything interesting? Sure did, boss. Remember how you were looking for iris gems? Earth and Historia! Did you find one? We did, but we were a little late. Someone besides Saray wants them? The guy that brought it is a priest who's studying archaeology. Archaeology? Is he studying ruins? I'm not really sure, but he has published several books. Oh man, that's awesome! I'm interested in his writing. Could you try to stay on topic for once? And who's this researcher? As far as I know, he went to the Litwurg Bearwoods near Plitzerback wetland for some research. That's pretty dangerous. Though I do understand how he feels. I'm a bit worried. Let's go. Also alles führt uns in den Häftlingswald oder wie das heißt. Aber sollen wir jetzt schon mit denen reden? Ich speichere mal eben. Mach mal schnell einen schnellen Speicherer. The storyteller of time, huh? Hmm? You knew about Mayvin too? Well, you know, he just seemed like a storyteller to me. When I confronted him about it, it turned out my hunch was correct. That's all. He's pretty well known as a storyteller, especially among Seraphim who have been around for a while. You could have told us about it, you know. Well, it's also a taboo. For both Seraphim and humans. But what does that entail? Let's focus on collecting the Earth and Historia, Mikleo. Just hearing those stories probably isn't enough. So when you see with your own eyes, you can figure out the truth behind the myth, huh? That's what it's about. Isn't that right? Also weiß dieser Mayvin einfach alles? Also auch die ganze Erdgeschichte oder sowas? Ich meine, wenn er der Geschichtenerzähler der Zeit ist, dann musste er doch eigentlich auch, wenn wir ihm die Irissteine zeigen, uns die Geschichte dazu erzählen, weil er sie ja kennt. Oh ja, ich habe von einem Hirten in Rowlands gehört, ob Alicia wohl noch des Hochverrats werde. Gibt es Neuigkeiten? Wie rede ich denn? Ein ganzer Trupp arbeitet an dem Fall. Wir werden etwas finden. Da bin ich ganz sicher. Aber jetzt müssen wir erst einmal abwarten. Okay, das war die falsche Person. Wenn alles keinen Sinn ergibt... Mein Auge juckt. Das ergibt keinen Sinn. Wenn alles keinen Sinn ergibt, folgere ich daraus, dass dir etwas entgangen ist. Mit anderen Worten, es gibt noch mehr, was du über die Vergangenheit herausfinden musst. Suche zunächst alle Fragmente der Geschichte, selbst wenn du dazu jede einzelne Ruine und jedes einzelne Dorf auf dem Kontinent durchkämmen musst. Ich warte hier. Wenn du glaubst, jedes einzelne gefunden zu haben, komm wieder zu mir. Und dann erzählt er uns anhand der, Irissteine die komplette Geschichte. Kann das sein? Gut, aber wir sollen jetzt wohl zu diesem Häftlingswald oder Häftlingssumpf oder wie das hieß. Wo ist denn der überhaupt? Da unten. Da waren wir noch nie gewesen, wirklich? Ich bin total geschockt. Aber das ist... I wonder who that archaeologist could be. He's got the same interests as you, right? He must be a weirdo. Probably. By which I mean absolutely. You guys are so mean. Das hat mich jetzt schon ein bisschen verletzt. Ich bin kein Freak. Ich bin normal. Nee, da reisen wir jetzt mal ganz schnell. Da reisen wir hin, weil das doch ein bisschen zu lange dauert dann. Wo bin ich? So. Da ist ein lila Stern. Warum ist da ein lila Stern? Wir gucken uns jetzt erstmal den lila Stern an. So, Eingang zur nördlichen Schlucht. So. Warum ist da ein lila Stern? Heißt das, dass wir hier jetzt so einen Stein finden? Da ist ein blauer Punkt. Da gucken wir mal hin. Da gucken wir mal ganz schnell hin, denn jetzt müssen wir scheinbar auf die Jagd nach Irissteine gehen. Und normalerweise bedeutet das lilane ja, ist ja gut, du zischst mich doch nicht alle an. Okay, hier links. Bedeutet das normalerweise, dass... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Aua. I'll protect you, Rose. Oh. Vielleicht soll ich Rose nicht mit denen kämpfen lassen. Oh. Und ich dachte, es wäre wirklich vorbei. Ich glaube, es war ein bisschen naiv von mir.
Ich glaube, das ist noch lange nicht vorbei jetzt. Weil es die ganze Zeit hieß, gegen Halbwerf kämpfen und so. Und ja, okay, war doof. Ich weiß, es tut mir leid, dass ich so doof bin. So, kommt mal her, ihr kleinen Scheißer. So. Good question. They sure can, especially those in the front. Das sind ja auch ganz leicht. So, machen wir doch einfach mal das hier. Komm. Baumann wird immer weg. So, weggebummert. Schau, wie viele von diesen Viechern laufen denn hier rum? So, jetzt kommen wir zu den komischen Schlangendinger. Ja, machen wir dieselbe Technik. Das ist langweilig. Erledigt. Nein, wollen wir nicht. So. Wer ist das? Erstmal muss ich die rote Rosmarin mitnehmen. So. Sie haben Reisende angegriffen und ihren Schmuck gestohlen. Wir bringen sie zurück nach Pendrago und werden sie die volle Wucht des Gesetzes spüren lassen. Klingt so, als hätte eines ihrer Opfer heftig zurückgeschlagen. Das nenne ich poetische Gerechtigkeit. Ja, ich auch. Edelsteinhändler Zott. Mich hat ganz plötzlich ein Mann angegriffen und meinen Irisstein gegessen. Gegessen? Ate the Iris gem? That sounds like a Hellion. I mean, one hopes. Der hat den Irisstein gegessen? Okay. Sie haben Reisende angegriffen und ihren Schmuck gestohlen. Ich vermute mal, dass dieser, naja, der den Irisstein gegessen hat, in Pendragon jetzt ist. Weil die den festgenommen haben? Klingt für mich auf jeden Fall so, dass sie den festgenommen haben. Also reisen wir mal nach Pendrago. Aua. Oh, Darmsee ist auch noch. Und Pendrago. Oh Gott, wo soll ich denn jetzt hin? Okay, scheinbar wird uns jetzt überall angezeigt, wo noch diese... Naja, diese Steine sind. Wir gehen jetzt erstmal nach Pendrago. Wir machen jetzt erstmal das erste fertig. Gehen ins Gasthaus. Könnten eigentlich auch nochmal kurz im Gasthaus essen, ne? So, hier. Steak. Es ist super. Ich liebe Steak. Saray, you're not going to sleep yet? Yeah, I want to take a look around the city. It's so quiet that I can feel the gravity of this city's history. Fitting for an ancient capital born from the height of the era of Asgard. It's kind of dawning on me. The things we read about in books actually exist. What a poem this would make if we were travelers of old. A poem? Ah, Pendrago, where the evening lights are blinding sights. Come on. Okay, it wasn't great, but I gotta start somewhere, right? What the? What was that? Quit it, Mikleo. It wasn't me. Let's check outside. Was war das denn gewesen? Hä? Er wollte gerade ein schönes Gedicht aufsagen. Was that Howl just now? Him? I'm not sure, but this doesn't feel like his domain. Wer? So, triff dich mit Mayvin, sobald du bereit bist und so. Wer war denn das? Beziehungsweise, was war denn das? Müssen wir uns erstmal hier draußen umgucken, oder was? Steht das richtig? Na gut, gucken wir uns erstmal um. Ich habe keine Ahnung, was da gerade geschrien hat. Und warum schreit es? Was kann ich denn dafür? Ist doch nicht meine Schuld, oder? Gut. Und wo finden wir es, was da geschrien hat? Oh, warte, da ist so ein Ausrufungszeichen. Ist das da auf den... Ah, ich glaube, das ist auf dem Platz hier, oder? Kann das sein? Ja, da ist etwas Großes.
Was ist das denn jetzt hier für einer? Was macht der hier? Ich speichere mal schnell. Also schnell speichern mäßig. Aber es ist ein Unterquest, also. There. Not Kitty Beard, Kitty Tiger. Widerstand gegen alles. The fearsome roar. That's the Beastmaster. It must be a master of beast taming. Who says it must be? Can't you just let her believe? I'll have to avoid Wie viel Leben hat er denn? 19.000, aber ich mache irgendwie kaum Damage. Ich amortisiere einfach mal. So. So, und jetzt ballern wir den ein bisschen so nieder. So. Das war ein bisschen für den Arsch, glaube ich. Was ist denn das hier? Was macht der hier? Okay, wir brauchen mal ganz kurz ein bisschen SK. Laufen wir mal ein bisschen hin und her. Zack, 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 zack. Und dann haben wir wieder. Oh, er liegt. Super, dann können wir ihn jetzt niederprügeln. So. Ah, wer ist denn das hier? Diese, was war das? Wie hieß der? Bestienmeister. Wer ist denn das? Was will der hier? Warum gebrüllt er einfach mitten in der Nacht? Da können wir doch auch nichts für. Nice job, Nicolia. You've been slacking off, haven't you? Das war doch super. It's a fat cat? My, that's pretty rude of you. I prefer the term pleasantly plump. Sorry. Well, this one seems interesting. Are you perhaps Morgrim? Indeed I am. Is she famous? She's a high-ranking seraph who's a lone wolf, cat, and is imbued with a powerful blessing. Whoa. Alas, how shameful that you had to see that side of me. This city is filled with the desires of greedy humans. I don't think you should feel responsible for it. No, I must atone for it. Shepherd, you are looking for a seraph to bring the blessing to this city, are you not? Well, this city is... Pendrago is a big city. It's impossible to eliminate all the malevolence, and the church still holds the power. But that means all the more that there are those who would cry out for salvation. Maybe, but it sounds to me like they only pray to the Seraphim when they need something. Yet are the people's wishes not genuine? I can still maintain the blessing with them. But still, you could become a Hellion again. I've got an idea. Why not use the church's authority against them? Wait, do you intend to filter human prayers? Pretty sneaky. I've been pondering over the role of the blessing in human society. Any conclusion? It doesn't really do anyone any favors if I just take their prayers and give them the blessing in return. The role of the blessing, huh? That's a tough conundrum. Just like relationships. To coexist with humans in peace, there are many things that Seraphim must be conscious of. I see. I hope the Seraphim you're thinking of will notice as well. Oh, what a quick-witted lass. Huh? You're not talking about yourself? You mean another Seraph, yeah? I truly hope they notice me and my efforts. We understand your idea. We'll try and find an appropriate vessel for you. Is the inscription of the Shrine Church still there? If we use that, I should be able to maintain a good distance with the believers. It's still there. Please, Morgrim. Shepherd, I know I have said much, but remember that I do not distrust humans. It's just that humans and Seraphim need to know where they stand on the issues. Yes, indeed. Both parties shall. Kriegen wir jetzt doch den Segen für Pendrago. Super. Morgrim sure is the cat's I mean, quite a person. Yeah, even though she looks so fat, I mean proportionate. Malevolence, prayer, enshrinement, giving the blessing. We Seraphim ought to reconsider how we interact with humans, like Morgrim has. We humans should do the same for Seraphim.
I think making that effort is the first step for peaceful coexistence, both for the Seraphim and humans. But even Morgrim became a Hellion. Reality is cruel. Yeah, so are you. Let's not get too idealistic just yet, though, huh? Right. There was so much malevolence in Pendrago that even Morgrim couldn't handle it by herself. We can't ignore that fact. Maybe there's a reason why. A reason that might have something to do with the overflowing malevolence. You may be right. We shouldn't leave it all to Morgrim, and be sure to check up on her once in a while. Yeah. Der Segen für die Region Pendrago wurde wiederhergestellt. Super.